So, wir sind jetzt hier an der Sturmannshöhle. Noch nicht ganz. Wir müssen noch ein kleines Stück laufen. Aber wir werden, beziehungsweise ich, mit dem Papa werde da reingehen. Aber leider nehmen wir euch da nicht mit, weil es eben so ist, dass das eine Führung ist und Führung nur Führung. Heißt, da kann ich nicht alleine mit euch reingehen, ohne eine Führungsperson halt. Und deswegen wird euch die liebe Mama heute mitnehmen auf ihre Tour. So, auf ihre Tour, weil dann eben trotzdem was da ist. Weil ich nicht mit in die Höhle mag, weil es dort so viele Treppenstufen hat, dass meine schon ein bisschen ledierten Knie da nicht wirklich glücklich sind. Okay, deswegen übergebe ich euch jetzt der Mama. So, und jetzt haben wir gleich erstmal ein schönes Bergpanorama. Schaut mal. Davon. Da ist der Gründen zu sehen. Und die ganze Bergkette. Ach, es ist richtig schön. In Obermeißelstein sind wir. Und wir wandern ein Stück in Richtung der Höhle. So, und während die beiden Herren sich da hinauf begeben, ich glaube, das sieht man gar nicht so gut von hier. Wenn man hier den Weg rauf geht, sieht man so zwei Häuser und etwas weiter oben im Wald ist dann noch so eine kleine Hütte. Ich glaube, da ist der Start der sagenumwobenen Höhlenbesichtigung. Laufe ich eben den Sagenweg. Der Sagenweg ist nur 2 Kilometer lang. Und das sieht man hier. Ja, und hier steht was über die Fledermäuse, die hier leben. Auch in der Sturmannshöhle gibt es sehr viele Fledermäuse. Das ist denen ihr Zuhause. Und natürlich gab es da in grauer Vorzeit mit Sicherheit irgendwelche Legenden. Genau. Und da geht es um Riesen, Zwerge, Hexen, Feen, Zauberer und Ungeheuer wie Drachen und Geistschüssler und seltsame, wunderliche Sachen. Genau. Und das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen erkunden. Kommt ihr einfach mit? Nach dem Regen von gestern ganz schön viel den Berg hinunter. Und schaut, hier geht's weiter. Hier kommt es wieder raus und sprudelt hier runter. Richtig schön. Und hier ist die nächste Station. Die wilden Fräulein.
Seht ihr ihn? Da liegt der Drachen. Gefährliches Wesen. Lieber nicht zu nahe hingehen. Vielleicht beißt er ja. Das ist der Drachen, der in der Sturmannshöhle gewohnt hat. Und da kann man sich natürlich auch Geschichten runterladen. Dazu, das ist ganz nett gemacht hier. Und da ist die Story vom schlafenden Drachen. Die Geschichte, der in der Sturmannshöhle wohl leben sollte, den aber nie jemand natürlich zu Gesicht bekommen hat. Interessant, dieses Untier. So soll es ausgesehen haben. Das fahrende Volk am Schwarzenberg. Interessant ist hier, dass auf jedem dieser Schilder eine Fledermausart dargestellt ist. Ich will euch mal beispielsweise nur eine genauer zeigen, diese Rauhautfledermaus. Das habe ich habe schon einiges über Fledermäuse gelesen und wir haben ja auch zu Hause welche unterm Dach sozusagen, die Zwergfledermäuse, und die hier, die wandern in ihr Winterquartier bis zu 1000 Kilometer weit. Das ist schon faszinierend. Ja, und dieses Schild geht um das fahrende Volk, also wirklich historische Begebenheiten. Da sind dann Leute eben wie, ja, früher nannte man sie auch Zigeuner, herumgereist und hatten halt keine eigene Überhausung. Genau. Und die gab es wohl hier doch recht häufig. Dieses fahrende Volk sozusagen. Genau. Und um die dreht sich hier diese Stelle, die auch wieder wunderschön ist und wo es auch wieder, ihr hört's, Vögel zwitschern. Das ist eine absolut idyllische Natur hier. Eine kleine Futterkrippe und auch wieder so ein kleiner QR-Code, wo man sich eine Geschichte dazu runterladen kann. Genau. Ihr habt kein Geruchsvideo. Das wäre auch lustig. So ein Geruchsvideo.
faszinierend, wie hier die Natur einen Durchgang geschaffen hat, den der Mensch dann gleich mal als Straße genutzt hat. Da müssen wir eben den Trecker noch filmen. Für den Tom. Und ich weiß nicht, warum die Kamera gerade nicht ausgehen will. Manchmal schafft mich diese ganze Technik. Jetzt sind wir am Hirschsprung angekommen. Das ist genau dieser Felseinschnitt, den ihr vorhin gesehen habt. Hier noch eine kleine Erläuterung zur nächsten Fledermaus, das braune Langohr. Und da vorne ist der Hirschsprung. Da soll der Hirsch drüber gehüpft sein. Okay. Vielleicht hat er das tatsächlich getan. Und so ist dieser Felseinschnitt entstanden. Ja. So, und da der Sagenweg ja ein Rundweg ist, muss ich jetzt wieder beim Drachen vorbei. Oh, rette mich. Dort vorne liegen die Zacken vom Drachen im Wald. Ich weiß nicht, ob das erkennbar ist. Aber ich denke, ihr seht schon mal, hier geht es ganz schön berghoch. Ja. Und jetzt schnauft man mit mir gemeinsam hier hochkommt. Überall ganz viele Hummeln und Bienchen. Wunderschön. Die blühenden Bergwiesen haben natürlich auch viel Artenvielfalt. Und auch da gibt es viel zu entdecken. Nicht nur auf dem Sagenweg. Da kommt schon wieder das nächste Highlight. Hannis oder Hansels Höhlenstüble. Ja, auch sehr schön. Ja, deswegen braucht man ein Team für bestimmte Ziele und Ziele, das wir
Und da ist der Höhlenbewohner. Ach nein, der Tom, der in der Höhle war, obwohl man durch diese Gittertreppen durchgucken konnte. Ja, das ist mit Höhenangst gar nicht so einfach. Aber geschafft. Mal, du kannst jetzt ja den Schnaps machen. Holunderblüt. Wir sind jetzt hier an der Kanzel und hier haben wir eigentlich erhofft, dass das offen hat, aber Mittwoch bis Sonntag leider und heute ist ja Dienstag, heißt, heute hat es leider geschlossen. Wenn es jetzt nicht doch offen hat, einfach so, keine Ahnung. Genau. Und hier hat man einen wunderschönen Ausblick. Da unten die Straße sind wir hergekommen. Und hier hat man einen wunderschönen Ausblick auf das Tal. Und da unten ist die Straße, die wir hochgekommen sind. Gerade mit dem Auto. Wir sind jetzt in Oberstdorf hier und wir laufen zu dem Punkt, wo wir was mampfen werden, weil wir Hunger haben. Genau. Da sind wir gerade hier von dem Parkplatz gestartet, auf dem wir kostenlos parken dürfen. Und laufen jetzt ganz weit weg. Ja, ich weiß. Kannst du noch privaten Video lassen? Ich. Schanzenstühle und ich esse ein leckeres Schnitzel mit Pommes und wir haben einen ganz schönen Tag, obwohl es ja eigentlich regnet. Naja,
kann man nichts machen. Das Ne? Haus hat zu und die wollen ja alle Dann. irgendwo verstreut und was die Guten Appetit. Danke. Und wir sehen uns. So, kaum sind wir aus dem Restaurant raus, ist alles wieder schön. Kein bisschen Regen mehr. Und uns geht's gut. Vollgestopft mit Schnitzel, Currywurst und Pommes Und Reiberdatschi. und Reiberdatschi. Und wir sind satt, vollgefressen, fett und fröhlich. Genau. Und für die Sachsen müssen wir das übersetzen. Reiberdatschi sind grüne Gletscher. No?